Das Sulzbacher Bergland liegt ungefähr 35 Kilometer östlich von Nürnberg und ist durch seine dichten Wälder und die geheimnisvollen Felsformationen ein Ort, wo man sich ohne weiteres vorstellen könnte, dass hier mal die Hobbits gelebt haben. Und ich habe das große Privileg, dass ich auf dem Wunderhof auf einer Anhöhe liege und praktisch tagtäglich das Lichtspiel der Sonne beobachten kann. Und insbesondere kann ich rund ums Jahr immer wieder unfassbar schöne Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge erleben. Und heute habe ich mir einen Sonnenaufgang vorgenommen, nachdem ich letzte Woche schon einen Sonnenuntergang gemalt habe. Die Farben sind übrigens immer die gleichen. Und zwar werde ich einen Sonnenaufgang malen über der Straße nach Pesensricht. Und ich habe mir aus Fotos, die ich durch das Jahr immer wieder gemacht habe, einfach aus 3 verschiedenen Abschnitte rausgesucht, wo ich gedacht habe, ja, das wird mir insgesamt für eine Komposition gefallen. Und da möchte ich euch heute zuschauen lassen, wie ich daraus jetzt einen Sonnenaufgang mache. Und damit herzlich willkommen auf dem Wunderhof zu dieser neuen Folge von Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Ich bin Effi Steiner-Böhm, ich bin Künstlerin und Pedro und Rosa, das sind diese 2 kleinen Figuren, die ihr vielleicht schon aus anderen Videos kennt. Ja, und hier könnt ihr das Foto sehen, beziehungsweise die 3 Fotos, die ich da zusammengefügt habe zu einem. Und da habe ich schon eine kleine Skizze gemacht, eine Farbüberlegung. Die ist insgesamt noch ein bisschen zu dunkel. Das werde ich also auf dem großen Bild sicher heller machen. Aber so ungefähr von der Farbigkeit her gefällt mir das schon ganz gut. Genau. Und ich habe auch die Leinwand schon grundiert. Und zwar habe ich da so diese Methode von amerikanischen Künstlern angewendet. Ich habe mit verdünnter gebrannter Umbra zunächst einmal den Malgrund eingefärbt, dass er nicht mehr so strahlend weiß ist und habe dann aber mit dem Lappen schon ungefähr die Konturen rausgewischt von der Landschaft, wie ich sie später haben möchte. Das ist ganz schön, weil man dann zumindest ein bisschen einen Anhaltspunkt schon hat, und weil unter den späteren dunkleren Stellen schon mal was Dunkleres drunter ist. Für die Sonne ist es wichtig, dass an der Stelle die Leinwand fast hell ist oder ja, möglichst hell ist. Und deswegen habe ich da ziemlich viel rausgewischt, dass eben die Sonne so richtig schön aus diesen Wolken und der dunklen Landschaft rausleuchten kann. Ich erkläre euch jetzt kurz die Arbeitsweise, weil ich dann beim Arbeiten nicht gleichzeitig sprechen kann, weil ich mich sonst einfach nicht konzentrieren kann. Und zwar werde ich Folgendes machen. Ich werde jetzt zunächst die hellste Stelle, also diesen Streifen, wo man die Sonne fast durchleuchten sieht, den werde ich zuerst machen, damit ich den hellsten Punkt habe. Und werde auch vielleicht außenrum schon ein bisschen diese Gelb- und Orangetöne anlegen. Die mische ich aus Cadmiumgelb und Cadmiumrot und ganz wenig Weiß. Und dann werde ich die Wolken, die dunkelsten Stellen der Wolken anlegen. Die sind wahrscheinlich da herüben. Und ich werde diese dunkle Landschaft anlegen. Es ist wichtig, dass ich 2 Referenzpunkte habe, nämlich die dunkelsten und die hellsten Stellen. Und dann kann man die Mitteltöne immer gut anpassen. Von den Farben her benutze ich Titanweiß, dann habe ich Cadmiumgelb, ich habe Cadmiumrot. Ganz wichtig ist Alizarin Krablack für diese Rosatöne. Dann habe ich ein bisschen Saftgrün dabei, weiß ich noch nicht, inwieweit ich das verwende, wahrscheinlich sehr wenig. Gebrannte Umbra, gebrannte Sienna. Dann habe ich Preußisch Blau, dann habe ich 2-mal Ultramarinblau. Das habe ich übrigens bei den Gelbtönen meistens auch. Und zwar habe ich Ultramarinblau in Studioqualität für die Mischungen. Und für die Sachen, wo das Ultramarinblau richtig leuchten soll, nehme ich immer Künstlerqualität. Künstlerqualität ist sehr viel teurer und für die gemischten Sachen braucht man das nicht unbedingt. Ja, von den Pinseln her benutze ich jetzt am Anfang einfach große Borstenpinsel
Und ich werde in dieser ersten Schicht die Farbe auch ein bisschen verdünnen, und zwar mit einer Mischung aus Terpentinöl und Leinöl, ungefähr so 2/3 Leinöl und 1/3 Terpentinöl, weil ich nicht vorhabe, dass ich das Bild in sehr vielen Schichten aufbaue. Und insofern reicht es völlig aus, wenn man da eben bei der ersten Schicht ein bisschen Terpentinöl dazu gibt. Genau. Und wie gesagt, jetzt beim Malen lasse ich euch halt einfach nur noch partiell zuschauen, auch manchmal im Zeitraffer. Und am Schluss, wenn ich fertig bin, erkläre ich halt nochmal so die wichtigsten Schritte, die ich gemacht habe. Ja, ich bin jetzt soweit fertig mit meinem Bild, so lasse ich das jetzt vorläufig mal stehen. Ich hoffe, dass ihr dem Prozess folgen konntet, auch wenn ich jetzt nicht so viel erklärt habe, aber ich glaube so, das Grobe ist sichtbar geworden, nämlich dieser erste grobe Farbauftrag, den man einfach macht, um abgleichen zu können, wie die Farben miteinander wirken.
Und dann so die Feingestaltung, wo man eben dann Farben ineinander wischt, mit dem Pinsel, mit einem weichen Pinsel oder wie es ich gern mache, mit dem Finger. Und dass man sich natürlich jetzt gerade bei so einem à la prima Bild, das man also relativ zügig fertig machen möchte, dass man sich da auch ruhig leiten lassen darf von dem, was auf dem Bild erscheint und sich nicht so sklavisch an Fotos halten muss oder an irgendwelche Vorlagen, die man sich schon angefertigt hat. Mein Bild schaut jetzt auch nicht aus wie meine Skizze, aber ich bin trotzdem damit zufrieden. Das war's wieder für heute. Danke wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder mit rein. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf euch und dann bis bald.